Servus und willkommen wieder beim neuen Release von irgendeinem Produkt von uns, also von den neuen Alucard-Produkten. Hier geht es heute tatsächlich nicht um das tolle Auto mit unserer Laserfolierung, unser neuen Hilux, der jetzt mit Laser ausgestattet wird, nicht um den neuen Contour Hardtop, nicht um das Gen R Dachzelt, sondern um die Markise, um die scheinbar normale 270 Grad Markise. Aber das ist sie nicht. Und lass sie mal erstmal öffnen und dann werden wir sehen, was genau der Unterschied hier ist. Die Tasche scheint die gleiche zu sein. Die gleiche schwarze Tasche von Alucard. Das Stoff hier scheint auch ähnlich zu sein. Die Klettverschlüsse sind die gleichen. Aber was wir hier vor uns haben, ist die 180 Grad Markise. Die geht nicht 270 Grad, sondern die geht 180 Grad. Wir haben hier so eine lange Schnur. Ja. Und das war's. Die geht genauso schnell auf wie die 270 Grad Markise, aber hat komplett andere Dimensionen. Sie öffnet sich nämlich quasi nur 180 Grad. Die Profile sind alle gleich lang, das heißt, wir haben eine andere Verteilung unter uns. Natürlich, viele von euch würden sagen, wieso will ich keine 270 Grad, sondern halt eine 180 Grad. Der Grund dafür ist eigentlich die Hecktür. Hier beim Pickup haben wir natürlich kein Problem mit einer 270 Grad Markise die Hecktür aufzumachen. Aber was passiert bei einem Van zum Beispiel, der einen Fahrradträger oder einen Reserveradträger hinten hat? Die Heckklappe geht bis nach oben auf und darauf haben wir noch das Reserverad oder das Fahrradträger. Da ist das Problem jetzt quasi mit der 270 Grad Markise. Deswegen hat Alucard die 180 Grad Markise entworfen. Die ist hauptsächlich für solche Fahrzeuge geeignet, die eine größere Heckklappe haben, wie mehrere Jeeps, mehrere SUVs und natürlich also die meisten Busse, wie unser Castellani Citroën. Da ist leider James Barraud jetzt dran und für die Vorbereitung für die Messe. Deswegen haben wir die Markise hier montiert. Aber ich finde, die macht einen super Eindruck. Also die ist immer noch relativ stabil. Natürlich bei 270 Grad spannt man die Markise hier. Ein Teil der Markise ist auf der anderen Seite und gleicht natürlich die Momente dann aus, was bei der 180er nicht ist. Aber trotzdem ist es Alucard gelungen, die Markise sehr stabil zu konstruieren. Ein unserer Vorteile ist natürlich, dass wir immer noch die gleichen Halterungen haben. Wir haben hier die gleiche Edelstahlaufnahme wie bei der 270 Grad Markise, mit der wir sehr viel gute Erfahrung haben. Wir haben dann entsprechend unterschiedliche Halterungen für Alucard Querträger, für das Alucard Dachzelt, wir haben für Rhino-Rack Querträger, wir haben für die ganzen Hubdächer, für Canopy Camper. Das heißt, wir könnten die Markise eigentlich schon an relativ viele Produkte von uns und relativ viele Querträger schon montieren, ohne zusätzliche Halterungen dafür zu bauen. Was wir noch haben, ist natürlich das Typische, die Heringe. Hier haben wir auch Füße, die wir quasi im Not dann nutzen können, falls wir sie gebrauchen. Normalerweise sind die Füße nur nötig, wenn man die Seitenwände einbaut. Die Markise ist immer noch relativ neu. Ich gehe stark davon aus, dass Alucard hier eine Seitenwende produzieren wird, aber davon habe ich noch keine Informationen. Wir haben immer noch quasi hier die Bänder, um quasi die Alucard Markise dann hier am Boden mit den Heringen zu befestigen. Das können wir auch machen. Also der gleiche aluminisierte Stoff wie bei der 2 Meter Markise, wie wir vorhin erklärt haben. Wir haben hier oben quasi eine reflektierende Oberfläche, das heißt, die Sonnenstrahlen reflektieren zurück und dadurch übergeben sie nicht ihre komplette Hitze zu der Markise, so dass es unter der Markise relativ kühl bleibt.
für die Verspannungsmöglichkeit. Ich weiß, es ist ein langer Weg jetzt, natürlich von der Ecke bis zum Fahrzeug. Es ist aber natürlich fahrzeugbedingt, wie man die Markise befestigt. Das ist etwas, woran wir noch arbeiten und es sich eventuell dann mit der Zeit verändern würde. Da müssen wir noch ein bisschen Feedback sammeln, ein bisschen Erfahrung mit der Markise und dann kommen wir sicherlich mit ein bisschen einfacheren Weg, die Markise dann zu befestigen. Sonst machen wir jetzt die Markise kurz zu und dann seht ihr, wie einfach es ist. Das heißt, hier die Verspannung ein bisschen lösen, rausnehmen. Hier haben wir den Ellenbogen, damit der Regen quasi dann zur Seite abgeht. Dann den müssen wir runtersetzen. Markise einfach zudrehen. Klettverschlüsse nicht vergessen, die machen wir immer nach unten auf, damit wir quasi beim Zuschließen die Klettverschlüsse von oben nach unten befestigen können und nicht umgekehrt. Falls das Fahrzeug halt sehr hoch ist, ist es ein bisschen schwieriger daran zu kommen. Heringe nicht vergessen, hier wieder reinzupacken. Und was ich immer gern mache, ich nehme quasi die ganzen Befestigungspunkte, egal ob bei 270er oder bei 180er Markise, packe es hier mit in den Stoff rein und das rollen wir einfach nach oben. Das rollen wir, drücken die Profile rein und dann drücken wir die komplette Markise hoch, den kompletten Stoff, die Profile und mit dem Klettverschluss können wir den mittleren oder ganz den vorderen zuerst befestigen und dann macht es uns einfacher, den hinteren Klettverschluss dann noch quasi zu verkletten. 1, 2, 3. Ja, dann die Tasche rüberziehen. Den Reißverschluss einfach zunehmen. Was ich hier immer empfehle, ist den Reißverschluss dann unten zu halten und nicht oben, weil der Abstand zwischen den zwei Reißverschlüsse kann dazu führen, dass Wasser hier dann durchkommt während der Fahrt und hier erzeugt es nur, dass das ganze Wasser, was sich eventuell in der Markise sammelt, wie zum Beispiel Tau früh am Morgen, kann dann absickern und rausgehen. Also, falls Sie noch Informationen oder interessiert sind an der Markise, klickt einfach den Link unten drum, drückt mal uns Daumen hoch und subscribe mal in den Channel, YouTube-Channel, damit wir wissen, dass ihr mehr von diesen Videos halt haben wollt. Also, bis zum nächsten Mal.